Hallo, Nico hier von Nikolai Kamm Trompetentraining. Heute geht es wieder ums Lippen einrollen. Aufgrund der erhöhten Nachfrage nochmal eine Einheit heute. Wenn du mit dem Mundstück im Lippenrot platzierst, das heißt genauer gesagt mit der Innenkante deines Mundstücks im Lippenrot, dann ist es immer ratsam, den Ansatz umzustellen, das heißt dir eine neue Ansatzposition anzueignen, indem eben die Mundstück-Innenkante auf dem Lippenweiß sitzt und nicht im Lippenrot. Das ist die empfindlichste Stelle der Lippe und man drückt auf die Muskulatur, das heißt man hat Einbußen in Sachen Ausdauer, Klang, Flexibilität etc. pp. Aufgrund von hoher Belastung ist natürlich die Gefahr immer groß, dass wenn man seinen Ansatz umstellt, wieder in alte Gewohnheiten zurückrutscht. Das heißt, man muss Belastung erstmal ausblenden. Das heißt, nicht unbedingt die erste Trompete oder Solo-Trompete spielen, sondern sich jetzt wirklich 2, 3, 4 Monate oder Wochen Zeit nehmen. Dementsprechend natürlich auch eine tiefere Trompetenstimme zum Beispiel wechseln. Und wenn man umgestellt hat, muss man eben genau diese Muskulatur trainieren, sich das neue Ansatzgefühl zu seinem neuen Standardansatz trainieren. Das dauert einfach ein paar Tage, bis es der Fall ist und danach kann man umso besser natürlich seine Stimme, seine erste Stimme oder was auch immer dann musikalisch umsetzen und du natürlich auf der Trompete dann auch dementsprechend leisten. So, wenn es ums Lippen einrollen geht, ist es natürlich immer so, dass wir nicht komplett das Lippenrot verstecken, sondern es geht darum, dass wir die Lippen sozusagen anrollen. Das heißt, so wäre es normal. Und jetzt rollen wir etwas ein. Das heißt, ich rolle ein, mache meinen Ansatz und kann zum Beispiel dann die Lippen summen. Damit wir uns aber einen neuen Ansatz antrainieren, brauchen wir natürlich unser Mundstück bzw. unsere Trompete dafür. Das heißt, ich rolle meine Lippen ein, setze das Mundstück drauf, mache meinen Ansatz und spiele einen Ton. Bei mir kommt jetzt ein ziemlich hoher Ton raus, beziehungsweise bei manchen ist es eben tiefer, wenn man nicht zu viel Lippen einrollt. Ich mache es jetzt natürlich sehr, sehr deutlich, damit man im Video auch sieht, um worum es geht. Also Lippen einrollen, Ansatzform. Und dann dementsprechend einen Ton aushalten. Am Anfang klappt es nicht so gut, da braucht man einfach ein paar Tage Training dafür, damit man sich dran trainiert bzw. gewöhnen kann, was jetzt passiert. Die Muskulatur ist natürlich nicht so ausgeprägt wie in der alten Ansatzposition. Dementsprechend geduldig sein und vehement und konsequent am neuen Ansatz trainieren. Wenn du jetzt natürlich deine Trompete draufsetzt, dann klingt es dementsprechend nach Trompete. Ich empfehle dir immer anfänglich lange Töne zu spielen, damit man sich eben an das Gefühl gewöhnt, beziehungsweise auch der Muskel dementsprechend die Muskulatur den Ansatz halten muss und sich dementsprechend natürlich auch stärken kann. Also nicht zu viel am Anfang wollen, sondern immer erstmal komplett die Wertung ausblenden. Es geht darum, jetzt ein neues Spielgefühl zu trainieren, einen neuen Ansatz sich aufzubauen und dementsprechend kann man natürlich dann auch wieder ins Spiel gehen, gebundene Tonleitern, Skalen spielen, beziehungsweise dann auch den Anstoß dazu nehmen, damit man eben wieder Schritt für Schritt sich das Trompete-Spielen aufbaut, trainiert und dann dementsprechend natürlich im Orchester, Ensemble etc. wieder musikalisch glänzen kann. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Hast du Fragen dazu, dann schreib es doch in die Kommentare oder melde dich persönlich. Ansonsten lass am Ende noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.